Das Äußerste, was man erreichen kann, ist, die Musik nicht zu interpretieren, sondern sie zu verstehen. Ein Motto, dem Günter Wandt ein Dirigentenleben lang treu blieb und das ihn zu einem der großen Maestros des 20. Jahrhunderts werden ließ. Mit beständigem Fleiß und viel Hingabe an die Musik. Günter Wandt wird am 7. Januar 1912 als jüngstes von 3 Kindern in Elberfeld im heutigen Wuppertal geboren. Die Musikerlaufbahn ist ihm nicht in die Wiege gelegt. Seine Mutter Lydia entstammt einer Handwerkerfamilie, sein Vater Paul ist Geschäftsmann. Nach einer Aufführung von Johann Strauss' Zigeunerbaron im Elberfelder Operettentheater ist es um den Jungen geschehen. Er will Dirigent werden. Der Vater ist dagegen. Mein Vater war da sehr überzeugt davon, dass seine Warnungen richtig waren. Ich erinnere mich zum Beispiel, wie ich in Köln vordirigiert habe. Ich mache jetzt einen großen Sprung. Ja. Köln vordirigiert habe, das war 1939. Im Anfang 39, Freischütz habe ich da dirigiert. Da war der Vater zufällig in Köln, geschäftlich, hat sich die Aufführung aber nicht angehört. Das ist doch sehr interessant, nicht wahr? Also das klingt jetzt so, als wenn mein Vater mich hätte hingenommen wollen. Er hatte nur Sorge. Doch der junge Günter Wandt lässt sich nicht abbringen. Mit großem Eifer stürzt er sich in die Partituren, sammelt erste Berufserfahrung an der Oper Wuppertal, am Landestheater Südostpreußen in Allenstein und in Detmold, ehe er 1939 mit 27 Jahren schließlich als erster Kapellmeister an die Kölner Oper berufen wird. Als die Stadt Köln im Mai 1944 von Bomben getroffen wird und das Opernhaus niederbrennt, geht Günter Wandt für eine Saison nach Salzburg, wo er das durch den Krieg versprengte Mozarteum-Orchester wieder aufbaut. Doch schnell zieht es ihn zurück nach Köln. Bereits ein Jahr später kehrt er mit Kriegsende in die zerstörte Domstadt zurück, wo er 28 Jahre lang bleiben wird, als Generalmusikdirektor und Gürzenich-Kapellmeister. Mit seinen 34 Jahren ist Günter Wandt zu diesem Zeitpunkt Deutschlands jüngster Generalmusikdirektor. Und mehr noch. Er ist maßgeblich am Wiederaufbau des Konzert- und Kulturlebens der Stadt Köln beteiligt, ähnlich wie Hans Schmidt-Isserstedt parallel in Hamburg. Dabei setzt Wandt von Anfang an auf innovative Programme. Neben den beliebten Werken und Komponisten des Konzertrepertoires wie Beethoven, Brahms oder Bruckner fördert Wandt während seiner Zeit als Gürzenich-Kapellmeister insbesondere auch die neue Musik. Etwa die Komponisten der Zweiten Wiener Schule, Bernd Alois Zimmermann, Olivier Messiaen, Paul Hindemith oder Wolfgang Fortner. Und wird auf diese Weise zum Wegbereiter der Avantgarde. Dabei kommt es nicht selten vor, dass Wandt seinem Publikum, wenn es sein muss, dasselbe moderne Stück auch gleich noch ein zweites Mal präsentiert, wenn er den Eindruck hat, dass es sich den Zuhörern nicht so recht erschlossen hat. Das hat mich geärgert, diese Abonnentenklatscherei da. Und da habe ich mich auch umgedacht. Haben Sie noch nicht verstanden? Wir werden es gleich nochmal spielen. Und da schrie einer, ich höre das noch aus der ersten, nein! War wunderbar. Blieb ihnen aber nicht erspart. Also hinterher haben sie sich dann daran gewöhnt, dass sie von Zeit zu Zeit so etwas nochmal vorgesetzt kriegen. Und weil ich ihnen mit mindestens der gleichen Liebe Beethoven und Mozart und Bruckner und Bach vorgespielt habe mit dem Gürzenich-Orchester, haben sie mich dann wohl gewähren lassen, das war so. Eine Liebe zu den Werken, die nicht zuletzt in intensiven Proben ihren Ausdruck findet. Günter Wandt ist bekannt für sein zeitintensives und insistierendes Probieren. Viel zu laut. Viel zu laut. 2 verschiedene Orchester.
Eins ganz, wie bitte, was? So weit weg, ja? Bei dem dreifachen Piano. Muss eine tolle Wirkung haben, ja? Ist ein Buchstabe da. 190. Nee, G nochmal, ja? G. Ich finde die ein bisschen fad. Ich habe noch eigentlich keinen anderen erlebt, bei dem die Struktur und der Geist eines Stückes so klar werden wie bei ihm. Und was zu seinen wunderbaren Eigenschaften gehört, ist eigentlich, dass er nie resigniert. Er lässt nicht locker. Er sagt dieselben Dinge, wenn es sein muss, eben auch ein 6. oder 7. oder 8. Mal. Es musste ganz genau, es musste alles ganz, jeder Ton, der in der Partitur war, den hat er im Kopf gehabt und wusste ganz genau, was da mit Einzeichnungen war. Da muss das Instrument weniger sein, da muss das, es war fantastisch. Diese Bescheidenheit, dieses absolute Zurücktreten hinter die Musik. Nicht zu viel, Crescendo, nicht zu viel. Und dann das Erfüllen mit seinem Feuer, das ist für mich eine ganz besondere, ein besonderes Erlebnis, jedes Mal. Wir wissen ja als Orchestermusiker, wie wichtig es ist, dass ein Dirigent nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit den Augen dirigiert. Also gerade Streicher fühlen sich oft von sehr guten Dirigenten ertappt, wenn sie mit den Augen etwas sehen, was sie im Tutti mit den Ohren gar nicht hören können. Und das ist bei Wandt das Faszinierende, dass die Augen immer wach sind. Er kam mir mit einer ganz exakten, ganz klaren Vorstellung kam er an. Also seine vielen Jahre der Erfahrung, er wusste ganz genau, bevor er kam und der erste Ton gespielt wurde, da wusste er haargenau, wie er das will. Und dennoch traut sich Günter Wandt lange Zeit nicht an bestimmte Stücke heran, so etwa an Bruckners 5. Sinfonie. Als ihm das WDR-Sinfonieorchester 1974 die Anfrage stellt, lehnt er zunächst ab. Er fühlt sich der gewaltigen Architektur der 5. Sinfonie nicht gewachsen. Doch die Entscheidung lässt ihm keine Ruhe. Nach einer schlaflosen Nacht sagt er schließlich zu und kapselt sich monatelang ein, um sich ganz auf das Werk zu konzentrieren. Er ist damals 62 Jahre alt. Bruckners 5. wird zu seiner Schicksalssinfonie. Sie wird zum Startschuss für seine zweite Karriere. Das Konzert ist ein so großer Erfolg, dass es weltweit für Aufsehen sorgt. Günter Wandt wird zum international gefeierten Bruckner-Interpreten und mit 70 Jahren noch einmal Chefdirigent beim NDR Sinfonieorchester. Dass ich so geflogen bin auf das Hamburger Angebot, das lag eigentlich wesentlich daran, dass die erste Begegnung, die ich mit dem Orchester vor ein paar Jahren hatte, in 1980 war das wohl, übrigens mit der 5. Sinfonie von Bruckner. Das Konzert war nicht in Hamburg, das war in Hannover, ein Gastkonzert des NDR Sinfonieorchesters in Hannover. Mich spontan mit so viel Zuneigung zu dem Orchester erfüllt hat. Damals war überhaupt gar keine Rede davon, dass ich dieses Amt übernehmen würde. Ich war ein Gastdirigent. Das war das, was man Liebe auf den ersten Blick nennt, also in beiden Fällen. Zumindest von mir aus, wie es umgekehrt war, weiß ich nicht. Vom Orchester können Sie sich darauf verlassen. Aber ich hatte den Eindruck, dass sie auch Spaß dran hatten, mit mir zu arbeiten. Und das hat sich ja glücklicherweise dann intensiviert noch. Und so tritt Günter Wandt im August 1982 seinen Chefposten beim NDR Sinfonieorchester an. Wie schon in Köln reizt ihn die Aussicht auf eine langjährige Zusammenarbeit, die intensives und tiefgründiges Proben zulässt. Nach Hans Schmidt-Isserstedt führt Günter Wandt das Orchester künstlerisch und im internationalen Renommee zurück in die Spitzenklasse. Günter Wandt kam und es war fantastisch. Von heute auf morgen glänzte das Orchester, die Streicher. Das klang wie zu Isserstedt-Zeiten. Auf einmal war das eine ganz andere Atmosphäre und ein ganz anderer Klang im Orchester. Und das war wirklich ein Anfang, wie es ihn nicht besser hätte geben können. Er war einfach ein Meister, meiner Meinung nach, einen ganz großen Bogen zu spannen über das ganze Werk. Das fand ich immer ganz besonders. Ja, das war die ganz große Kunst, dass eigentlich die physische Zeit, die wurde bei ihm aufgehoben. Es war eben ein Gedanke, ein Geist, der dann im Orchester war. Das ist bei ihm, finde ich, speziell, dass man das ganze Orchester
war wirklich in einem Geist von ihm geführt, hat gespielt. Das ist, glaube ich, schon sehr selten heute. Dass Günter Wandt sich im Alter mehr auf die Musik von Anton Bruckner, Johannes Brahms oder Franz Schubert konzentriert und sich anders als in den Kölner Jahren von der neuen Musik eher abwendet, hat vor allem folgenden Hintergrund. In dem Alter, in dem ich heute bin, möchte ich mich schon gerne der großen klassischen romantischen Musik mehr widmen, als ich das früher getan habe. Das heißt gar nicht, dass mein Abstand etwa zu der modernen Musik, die ich früher dirigiert habe, größer geworden ist. Nur ich brauche sehr viel Zeit. Ich bin ein langsamer Arbeiter, ich brauche für mich sehr viel Zeit. Ich hasse nichts mehr als Routine. Und wenn ich ein Stück zum 100. Mal dirigiere, dann will ich nicht sagen, das hast du jetzt so oft gemacht. Also ich möchte darüber neu nachdenken. Und so. Die Ruhe zum Nachdenken findet Günter Wandt in seiner Wahlheimat Ulmitz, einem kleinen Dorf nahe Bern in der Schweiz. Hier in seinem Altersdomizil kann er ungestört arbeiten und stundenlang seine Partituren studieren. Mit dem Star-Dirigententum einiger seiner Kollegen kann er nichts anfangen. Ihm geht es ausschließlich um die Musik. Obwohl Günter Wandt schon früh ein gefragter Gastdirigent ist, beschränkt er seine Engagements auf wenige ausgewählte Orchester im In- und Ausland. Er schätzt die intensive Beziehung zu Orchestern. Zudem stellt er hohe Anforderungen an die Probenzeiten, die sich nicht jedes Orchester leisten kann oder möchte. So ist es wohl zu erklären, dass die internationale Musikwelt erst spät auf ihn aufmerksam wird. Sein Debüt in Amerika gibt Günter Wandt erst 1989 im Alter von 77 Jahren beim Chicago Symphony Orchestra. Günter Wandt bildet den Antityp des jetsettenden Pulsstars. Und so preisen sich die internationalen Orchester glücklich, die ihn für ein Gastspiel gewinnen können. Während seiner 9-jährigen Chefzeit beim NDR Sinfonieorchester zwischen 1982 und 1991 und darüber hinaus geht Günter Wandt mit dem Orchester auf Tourneen und Festivals. So ist das NDR Sinfonieorchester alljährlich beim Schleswig-Holstein Musikfestival zu Gast. Darüber hinaus geht es aber auch zu zahlreichen weiteren Stationen im In- und Ausland, etwa in die Schweiz, nach Amsterdam, Edinburgh oder London, wo Günter Wandt, der seit 1982 ebenso erster Gastdirigent beim BBC Symphony Orchestra ist, auch bei den London Proms dirigiert. Immer an seiner Seite seine Frau und engste Vertraute Anita. Zum Anlass seines 75. Geburtstags am 7. Januar 1987 ernennt das NDR Symphonieorchester Günter Wandt bereits während seiner Chefzeit zum Ehrendirigenten auf Lebenszeit. Ein Titel, den er noch weitere 10 Jahre über seine Chefdirigentenzeit hinaus ausfüllen wird. Zwar konzentriert sich seine Arbeit am Ende auf einige wenige Werke, vor allem von Schubert, Brahms und Bruckner, doch Günter Wandt bleibt dem Orchester bis ins hohe Alter aktiv verbunden. Beschränkt sich ja doch in letzter Zeit auf wirklich nur die große symphonische Literatur. Aber es ist kein Herunterspulen eines einmal Einstudierten, sondern es ist jedes Mal etwas Neues. Insbesondere auch in Japan werden Günter Wandt und das NDR Sinfonieorchester frenetisch gefeiert. Die Konzerte sind trotz stattlicher Ticketpreise binnen kürzester Zeit ausverkauft. Der Maestro hat dort eine eigene Fangemeinde. Eine letzte große Reise dorthin unternimmt Günter Wandt mit dem NDR Sinfonieorchester im November 2000 im Alter von 88 Jahren als Ehrendirigent. Alle 3 Konzerte in Tokio sind bis auf den letzten Platz besetzt. Das Publikum hört gebannt zu. Als wenn der Saal leer wäre. Er war bis auf den letzten Platz. Sowas von Konzentration und von Stille, das ist fantastisch. Fantastisch. Bis ins hohe Alter ist Günter Wandt in den Konzerten ein ausdrucksstarker und suggestiver Dirigent, dem sich weder die Musiker noch das Publikum entziehen können. Wirklich große Dirigenten gibt es immer weniger.
Günter Wandt ist der letzte der Giganten, der die Seele der deutschen Musik verkörpert. Sein Charisma vermag es, dem Orchester beinahe göttliche Töne zu entlocken. Für uns ist Günter Wandt so etwas wie ein Gott. Ich versuche meine Arbeit zu tun, so gut wie ich kann. Guck nicht nach links und nicht nach rechts und nicht nach dem Dirigenten und dem Berühmten und dem nicht Berühmten und so. Das ist mir vollkommen fremd. In Günter Wandt findet das NDR-Sinfonieorchester wieder einen Chefdirigenten, der es mit akribischer Arbeit und großem Können an die musikalische Weltspitze zurückführt. Und das Orchester bis zu seinem Tod im Jahr 2002 über 20 lange Jahre prägt. Es ist die Ära Wandt.